Hello guys, you're watching German Gyan. My name is Nidhi Jain and guys today we are up with the German news. Yes guys, today is Wednesday and you know every Wednesday at 12 p.m. we come up with the German news. So here we are up with the German news. So this German news will be in German, but you will be having English subtitles with you. So make sure to subscribe German Gyan and watch every Wednesday at 12 p.m. German news, and every alternate days we are coming up with the German videos on German Gyan YouTube channel. And guys, this whole news is all about Manmohan Singh. Yes guys, it is very disheartening that yes, Manmohan Singh is no more. So the whole news is about him. How was his period, how the things were, and each and everything about him. Like, he is the hero of India. So we thought why not to create and properly devote this video to him. So yes, make sure to watch this video. And German Gyan has come up with the German news concept because by this videos, by this series, you can practice all your four modules: hearing, listening, speaking, writing. So make sure to practice all the four modules. And if you're watching for the very first time, then my name is Nidhi Jain. I am a CEO and the founder of German Gyan. German Gyan provides you online and offline classes. We do provide teacher training program, exam preparation, brush up classes, like whatever you can think around German. German Gyan is a one-stop solution. So make sure to subscribe and we'll catch you at the end of the video. Let's start. Dr. Manmohan Singh, ein Führer der Gedächtnisbedürftigen. Ankündigung des Ablebens. Dr. Manmohan Singh, der 14. Premierminister von Indien, ist am 26. Dezember im Alter von 92 Jahren verstorben. Mit seinem Tod verliert Indien einen seiner angesehensten Staatsmänner. Todesursache. Berichten zufolge erlag der ehemalige Premierminister nach längerer Krankheit altersbedingten Gesundheitsproblemen. Er war im All India Institute of Medical Sciences in Neu-Delhi in Behandlung gewesen. Politische Karriere. Von 2004 bis 2014 war er Indiens Premierminister und führte das Land durch eine Zeit bedeutender wirtschaftlicher Veränderungen. Vor seiner Amtszeit als Premierminister hatte er Schlüsselpositionen inne, darunter Finanzminister und Gouverneur der Reserve Bank of India. Wirtschaftsreformer. Weithin als Architekt der wirtschaftlichen Liberalisierung Indiens im Jahr 1991 angesehen, öffnete Singhs Politik Indien für die globalen Märkte und leitete ein schnelles Wachstum ein. Seinen Reformen ist es zu verdanken, dass Millionen von Indern aus der Armut befreit wurden und Indien auf der globalen Wirtschaftskarte erscheint. Sanftmütiger Führer. Singh war für seine Bescheidenheit, seinen Intellekt und seine Integrität bekannt und wurde über Parteigrenzen hinweg bewundert. Trotz politischer Herausforderungen behielt er während seiner gesamten Laufbahn ein würdevolles und ruhiges Auftreten bei. Huldigungen. Führende Persönlichkeiten aus dem gesamten politischen Spektrum und der ganzen Welt bekundeten ihr Beileid und würdigten seine Verdienste Indien. Viele beschreiben ihn als visionäre Führungspersönlichkeit, die das Wohl der Nation über persönliche Ambitionen stellte. Staatstrauer. Die indische Regierung rief eine
Dreitägige Staatsschauer aus, bei der die Nationalflagge auf Halbmast gehisst wurde. Öffentliche Einrichtungen und Regierungsstellen legten zu seinem Gedenken Schweigen ein. Beerdigungszeremonie. Singhs Beerdigung fand mit allen staatlichen Ehren in Neu-Delhi statt, in Anwesenheit von prominenten Führern, Würdenträgern und internationalen Vertretern. Tausende von Bürgern standen Schlange, um ihrem geliebten Führer die letzte Ehre zu erweisen. Vermächtnis. In seiner Amtszeit fallen Vorzeigeinitiativen wie das National Rural Employment Guarantee Act, das Right to Information Act und die Zusammenarbeit zwischen Indien und den USA im Nuklearbereich. Globaler Einfluss. Singhs Beiträge zur globalen Wirtschaftsdiplomatie und Indiens Aufstieg auf der Weltbühne brachten ihm internationale breite Anerkennung und Respekt ein. So guys, how was this German news? I hope you have practiced all the 4 modules with German Gyan with us. Make sure to subscribe and we'll catch you in the next one. Till then, keep learning German with German Gyan. Take care.